So, herzlich willkommen. Wir haben es mit einer Mühle zu tun. Die wird mit einer Winkelgeschwindigkeit groß Omega, die konstant sein soll, angetrieben. Der Mühlstein, da hat seinen Schwerpunkt, da wie es eingezeichnet ist. Die Masse vom Mühlstein ist m. Und wir kennen auch die Trägheitsmomente, nämlich I1 und I2 ist gleich I3. Jetzt, damit man tatsächlich malen kann mit so einem Mühlstein, und das ist hier tatsächlich so in der Rechnung drinnen, ist es gut, wenn dort, wo das Mahlgut liegt, sei das jetzt Getreide, Kaffee oder was auch immer, etwas Technisches, das Sie zermahlen wollen, dort sollte der Mühlstein zumindest ein bisschen rutschen, damit es mit dem Mahlen besser geht. Und das haben wir genau hier. Wir wollen nämlich in dem ersten Punkt bestimmen, wie groß muss dieses Klein-Omega da oben sein von diesem Kegelrad. Das ist auch konstant per Definition, dass der Mühlstein da in B eine definierte Gleitgeschwindigkeit besitzt, nämlich minus Vp in die Zweirichtung, also in die negative Zweirichtung gleitet. Das soll man mal kinematisch definieren und daraus das Klein-Omega bestimmen. Dann sollen wir die Beschleunigung von dem Punkt B bestimmen und dann Winkelgeschwindigkeiten vom Mühlstein selbst, den nennen wir dann einfach 1, und daraus wiederum aus der Kinetik die Einzelkraft und das Moment, das bei der Reduktion aller Kräfte und Momente in den Koordinatenursprung auftritt. Also quasi Schwerpunktsatz und Drehimpulssatz und das im Koordinatensystem, in diesem bläulichen 1, 2, 3 System angeschrieben. Also der Punkt A, das konstante Omega, sodass im Punkt B gilt minus Vp in Zweirichtung. Dazu müssen wir uns zuerst einmal überlegen, was ist eigentlich dann Omega relativ als Funktion dieser anderen beiden Omegas, nämlich von dem antreibenden Omega und von dem Kegelrad Omega da oben. Und das kann man machen natürlich, indem wir wissen, dass hier es sich um eine Zahnradverbindung handelt und den Punkt A uns anschauen und für den Punkt A sagen können, dass die Geschwindigkeit gleich groß sein muss von beiden Seiten. So wie wir das immer machen. So dass nämlich VA einerseits von links gesehen, also von der Kegelradseite her gesehen, das Omega R ist, also R mal Omega in positive Zweirichtung. Natürlich können Sie das Kreuzprodukt ausrechnen. Omega Kreuz R. Omega zeigt in Z-Richtung, R zeigt in X-Richtung, damit dreht das Ganze in Y. Y entspricht der Zweierrichtung und damit haben Sie ein positives R mal Omega. Können Sie alles mathematisch korrekt aus dem Kreuzprodukt ausrechnen. Ich glaube, man sieht aber auch, dass Omega mal R, wenn das Omega positiv um die Z-Achse dreht, in dies zeigt, nach oben, dass dann der Punkt A sich von dem Ding aus gesehen positiv rotierend bewegt. Und das Gleiche kann man von der anderen Seite natürlich machen. Und von der anderen Seite ist es ein bisschen diffiziler. Von der anderen Seite haben wir zwar auch den Abstand klein r, nämlich hier, aber wir haben jetzt ein antreibendes Omega, das, wenn wir es hier rauf verlängern, ebenfalls den Abstand klein r hat als Normalabstand zu dem Punkt A. Das dürfen wir vektoriell ja machen. Und das da positiv ist wiederum. Aber jetzt haben wir ein negatives Omega relativ.
Auch das geht natürlich aus dem Kreuzprodukt. Wenn das Omega relativ da in 1 Richtung positiv dreht und das R in die 3 Richtung, ebenfalls in die positive 3 Richtung zeigt, dann haben Sie das Kreuzprodukt aus 1 und 3. Und wenn Sie sich an den Epsilon-Tensor von vorher erinnern, 1 mit 3 ist minus 2. Oder Sie überlegen sich einfach, das rotiert und der Abstand ist so und damit haben wir eine negative Rotation in 2 Richtungen in dem Koordinatensystem. Das heißt, wir müssen das Omega relativ hier abziehen. Und auch das beides in die 2 Richtung. Also noch einmal, das hier ist das Kegelrad oben und das ist der Mühlstein. Und daraus, nachdem das VA gleich sein muss und das VA uns ja eigentlich im Grunde egal ist, können wir ausdrücken, dass Omega relativ betragsmäßig Omega, Groß Omega minus Klein Omega sein muss. Das ist unsere erste Gleichung, die wir weiterverwenden können. Jetzt haben wir mal den Zusammenhang festgestellt und jetzt geht es darum, was ist in Punkt B. Nämlich, wir haben gegeben, in B soll es minus VP in 2 Richtungen geben. Okay, das können wir einfach einmal so übernehmen. Das ist unsere Forderung aus der Angabe, beziehungsweise aus der Frage. Und dann muss man sich überlegen, ja, was ist jetzt mit den Winkelgeschwindigkeiten? Es gibt da unten sicher die Winkelgeschwindigkeit Groß Omega mit dem Normalabstand L. Wieder, wenn Sie sich die Kreuzprodukte überlegen, positiv in 2 Richtungen. Groß Omega mal L. Okay, die 2 Richtung schiebe ich dann nach hinten. Und dann gibt es natürlich noch einen Beitrag, nämlich den vom Omega relativ, mit dem der Mühlstein da herumrotiert. Und der hat den Normalabstand hier. Und da beginnen wir uns jetzt einmal was einzuzeichnen für die Abstände. Wir haben ja hier ein rechtwinkliges Dreieck, da, dessen Hypotenuse das L ist, mit hier rechtem Winkel. Und damit ist dieser Abstand da, L Sinus Winkel als Gegenkathete. Und dieser Winkel ist 30 Grad. Und Sinus 30 Grad ist ein halb, also ein halb L. Und das ist ebenfalls in die positive 2 Richtung aus dem Kreuzprodukt. Omega relativ, L halbe. Alles in 2 Richtungen, positiv. Gut, und dann können wir natürlich dieses Omega relativ von oben da in das Omega relativ unten einsetzen und können alles umformen und uns Omega relativ ausdrücken als Funktion unserer bekannten Antriebsgeschwindigkeit Groß Omega, Winkelgeschwindigkeit und der geforderten Rutschgeschwindigkeit in P und genauso das Klein Omega. Alles eingesetzt, liefert minus Vp. Ich lasse gleich die Einheitsvektoren weg, zeigt ja eh alles in 2 Richtungen. Wir rechnen also nur das Ganze betragsmäßig aus. Es ist Omega L plus für Omega relativ setzen wir Omega Groß Omega minus Klein Omega ein. L halbe ist also, wenn wir das Omega L und das Omega L halbe zusammenfassen, Groß Omega 3 L halbe minus Klein Omega L halbe ist gleich minus Vp, beziehungsweise wenn Sie das jetzt umformen auf das Klein Omega zum Beispiel, dann ist Klein Omega 3 mal Groß Omega plus 2 Vp durch L
Die haben ja beide das 1,5 dabei, das Groß-Omega und das Klein-Omega. Und das bringen wir zum VP rauf und das L genauso. Das ist einmal unser erstes Ergebnis. Und das Ganze mit der Gleichung 1 zurück eingesetzt, gibt dann auch noch ein Omega-Relativ mit minus 2 Omega. Ein Groß-Omega steht hier oben. Minus 2 VP durch L. Und das sind weitere Ergebnisse zur weiteren Verwendung, wobei wir sehen werden, welche davon werden wir brauchen und welche nicht, aber wir haben es einmal zur Verfügung. Okay, soweit Kinematik für diese Forderung, dass das Ding überhaupt rutscht mit der Geschwindigkeit, mit der wir gerne hätten. Dann wenden wir uns der Beschleunigung von P zu. Im Allgemeinen Relativkinematik mit allen Komponenten, die es so geben kann. Man muss sich überlegen, welche Komponenten gibt es und welche verschwinden. Und das macht man am besten, indem man es einfach aufschreibt und schaut, was überbleibt. Also wir können im Allgemeinen eine Relativkomponente haben, wir können eine Führungskomponente haben und wir können natürlich auch eine Coriolis-Komponente haben. Die Relative, mit der starten wir mal. Und die Relative ist jetzt in dem Fall aus der relativen Winkelgeschwindigkeit. Das ist nämlich, wenn die konstant ist, dann fällt unser Term Omega Punkt Kreuz Abstand, den wir gerade vorher diskutiert haben. Also im Wesentlichen ist das die Führungsbeschleunigung bezüglich Omega Relativ, wenn Sie es relativ kinematisch betrachten. Dieses Omega Relativ führt ja zu einer Beschleunigung von P und im Framework der Relativkinematik ist es der Term der Führungsbeschleunigung. Aber es ist nichts anderes als eine Winkelgeschwindigkeit mit einem Normalabstand zu einem Punkt, führt natürlich zu einer translatorischen Geschwindigkeit und dadurch auch zu einer translatorischen Beschleunigung über die Winkelgeschwindigkeit. Ja, also Omega Relativ, Kreuz, Omega Relativ, Kreuz und man muss das Ding nur vektoriell irgendwie bezeichnen und das ist aber vektoriell, nämlich in die 3-Richtung. Ja, ich mache mal einen Vektor draus. L1/2 Vektor. Man muss sich nämlich überlegen, in welche Richtung der wirkt. Natürlich wirkt er in 3-Richtung, aber das Vorzeichen. Das ist natürlich da drinnen wieder die Relativgeschwindigkeit. Und das können wir im Grunde gleich ausrechnen. Omega Relativ ist um die 1-Richtung, also E1 positiv, Kreuzprodukt, noch einmal das gleiche, Omega Relativ in die 1-Richtung, Kreuz, und dann setzen wir den Vektor tatsächlich ein, L halbe, in die negative 3-Richtung. Vom Punkt, an dem es rotiert, weg zum Punkt, an dem wir die Geschwindigkeit oder Beschleunigung wissen wollen. Und dann haben wir Kreuzprodukt. 1 mit 3 ist also Epsilon 132. Epsilon 132 ist 3 mit 2 paarweise vertauscht, ist also Minus vom Vorzeichen her. Und auch hier gibt es ein Minus, also wird es dann insgesamt wieder positiv. In der Klammer das Ganze einmal, nämlich Omega Relativ, E1, Kreuz, und da haben wir dann Omega Relativ, L, jetzt nehme ich das 1/2 tatsächlich und das L, E2. Ja, und dann brauchen wir noch das Kreuzprodukt 1 mit 2. 1, 2, 3 ist 1, 2, 3. Das ist der schönste Epsilon-Tensor, weil da ändert sich nichts. Das ist einfach plus E3. Also ist unser A relativ Omega relativ zum Quadrat, L halbe in 3 Richtungen. Was gibt's noch?
Es gibt jetzt eine tatsächliche Führungsbeschleunigung, AF, so wie wir es oben benannt haben. Und diese tatsächliche Führungsbeschleunigung kommt aus der Winkelgeschwindigkeit groß Omega mit dem, was die Führungsgeschwindigkeit da drüben macht, wenn Sie so wollen, beziehungsweise schreiben wir es vielleicht wieder sauberer hin, nämlich Omega, vektoriell einmal, Kreuz, Omega, Kreuz, und wie nennen wir den da drüben dann? Den Vektor, ja, nennen wir, der heißt jetzt wieder L-Vektor. Okay, na gut. Das ist eh eigentlich konsistent mit dem da oben. Der L-Vektor ist ja auch der L-Vektor und das 1/2 kommt dann vom Winkel, von der Winkelfunktion. Okay, passt schon. Das ist jetzt allerdings der L-Vektor, der in die Richtung zeigt, ja, nennen wir es X oder so. Also in die nicht gedrehte Richtung, wenn Sie so wollen. Gut, was haben wir dann da? Wir haben hier hinten, machen wir das langsam, Omega ist Omega, ja, muss man noch was einführen, eine Z-Achse, damit wir nicht alles auf einmal machen müssen. Omega dreht um Z. Klarerweise müssen wir Omega dann projizieren in unser türkises Koordinatensystem 1, 2, 3, damit es zusammenstimmt. Aber jetzt nehmen wir es einmal als Z mit. Und Kreuzprodukt natürlich noch einmal Omega Z Kreuz L in X-Richtung. Auch das muss man natürlich entsprechend projizieren, das L, damit es zusammenpasst. Das machen wir jetzt als Nebenrechnung. Das Omega als Vektor ist natürlich einerseits projiziert auf die 1-Richtung, das ist jetzt genau umgekehrt wie beim anderen Winkel. Wir haben ja da nochmal die 30 Grad, nämlich hier. Und wenn ich das Omega jetzt darauf projiziere auf die, also müssen wir es da einzeichnen, dann haben wir hier noch einmal die 30 Grad, dann ist es in die 3-Richtung der Cosinus und in die 1-Richtung der Sinus. Omega Sinus 30 in E1 und Omega Cosinus 30 in E3. Und dann kann man natürlich da die Brüche einsetzen, haben wir 1/2 für den Sinus in E1-Richtung und Wurzel 3/2 für den Cosinus 30 Grad, Omega in die 3-Richtung. Okay, damit haben wir mal das Omega fertig. Das da drinnen, das kann man eigentlich ein bisschen leichter ausrechnen, weil das ist ja schon in der 1,3-Ebene. Also, um es langsam zu machen, dieses L da zeigt in die X-Richtung und das Omega in die Z-Richtung. Wenn wir jetzt das Kreuzprodukt machen aus diesem Omega und aus dem L, dann landen wir sozusagen mit einer Komponente in die Richtung Blatt, in die 2-Richtung. Mit welchem Vorzeichen auch immer, ist ja egal. Das heißt, wir müssen eigentlich hier das Koordinatensystem nicht drehen, sondern können sofort Z Kreuz X rechnen. Weil Z Kreuz X ist nicht nur Y, sondern auch E2. Die liegen ja parallel zueinander. In die Richtung ist ja nichts gedreht. Und deswegen erspare ich mir das mit dem Drehen und rechne sofort Omega Z Kreuz L X ist Omega L E2, wobei E2 gleich EY ist. Ja, können es gern probieren. Wenn es für L die Winkelfunktionen einsetzen und für Omega die Winkelfunktionen einsetzen, dann kommt jeweils immer Sinus Quadrat, Cosinus Quadrat raus und dann kürzt sich das alles wieder weg. Wer es nicht glaubt, bitte einfach einsetzen und ausprobieren. Okay, so viel zur Nebenrechnung. Und dann kann man da oben nämlich in diese Form einsetzen und können unsere Kreuzprodukte ausführen. Dann hat man hier
Omega halbe in 1 Richtung plus Wurzel 3 Omega halbe in 3 Richtung, Kreuzprodukt Omega L in 2 Richtung. Und diese Produkte sollten wir da oben noch haben, nämlich 1, 2, ja genau, und 3, 2 haben wir nicht. Okay, das müssen wir halt nochmal hinschreiben. 3, 2, 1 ist 1 mit 3 vertauscht. Also minus E1. Gut, haben wir das auch. Und dann kann man das einfach ausführen, das Kreuzprodukt, nämlich Omega Quadrat L halbe 1, 2 ist plus 3, erster Term, und minus Wurzel 3 Omega Quadrat L halbe in 1 Richtung. Das ist unsere Führungsbeschleunigung. Noch immer nicht fertig, weil jetzt haben wir nur eine Coriolis-Komponente, bevor man die Gesamtbeschleunigung hinschreiben kann. Wie schaut die Coriolis-Komponente aus? Generisch einmal 2 Omega V relativ, Kreuzprodukt, Vektor draus. Unser Omega ist wieder das Omega von hier rechts und V relativ Vektor ist L halbe Omega relativ nach hinten in die 2 Richtung. Also in Richtung Blatt. Ja, alles zusammengezogen ist dann 2 Omega halbe in 1 Richtung plus Wurzel 3 Omega halbe in 3 Richtung, Kreuzprodukt L halbe Omega relativ in 2 Richtung. Das sind jetzt tatsächlich die gleichen Kreuzprodukte wie oben. 1, 2, 3, 2 wird also 3 und 1, da kann man tatsächlich einfach abschreiben. Und sollte das Richtige rausbekommen, nämlich dann Omega L halbe Omega relativ, ein Zweier sollte sich mit dem 1,5 kürzen, ist plus E3 und 3, 2 war minus E1, das ist dann, machen wir so, Wurzel 3 halbe Omega L Omega relativ in 1 Richtung. Coriolis-Beschleunigung. So, und dann fassen wir alles zusammen in die Absolutbeschleunigung und setzen in dem Zusammenhang auch gleich unser Omega relativ von oben ein. Absolutbeschleunigung ist dann nämlich, also ich setze jetzt da überall direkt das Omega relativ ein in unsere einzelnen Komponenten, hier oben und hier in die Coriolis-Komponente jeweils. Und dann fassen wir es gleich gemeinsam zusammen in 1 und 3 Richtung. Wir haben ja nur 1 und 3 Richtungen. Wir haben da eine 3 Richtung, eine 3 Richtung, eine 3 Richtung und hier 2 1 Richtungen. In die 2 Richtung gibt es nichts, keine Beschleunigungen. Okay, machen wir das. Das wäre dann Wurzel 3 halbe Omega Quadrat L plus Wurzel 3 Omega Vp. Das kommt jetzt natürlich aus dem Einsetzen von Omega relativ in die 1 Richtung und 3 halbe, wenn wir das Ganze ja quadrieren, da oben Omega Quadrat L plus 3 Omega Vp plus
2 durch L Vp² in die 3-Richtung. Das ist relativ kompakt eigentlich. Das ist unser zweites Ergebnis, Punkt B. Absolutbeschleunigung. Jetzt fehlt uns noch die Winkelgeschwindigkeit für den Mühlstein, für das Bauteil 1. Das ist der Punkt C. Die Winkelgeschwindigkeit des Mühlsteins. Omega 1 eingekreist nenne ich das, weil der Mühlstein 1 heißt. Wie groß ist die? Naja, eigentlich relativ einfach, nämlich antreibendes Omega, Groß-Omega, plus das relative Omega. Und das haben wir von oben wieder in die 1, 2, 3 Richtungen. Also dieses Omega in 1 und 3 Richtungen müssen wir natürlich einsetzen. Omega halbe E1 und Wurzel 3 Omega halbe E3. Ja, Kreuzprodukt mit Omega relativ, nicht Kreuzprodukt. Die Summe natürlich, nicht das Kreuzprodukt aus den Winkelgeschwindigkeiten. Einfach die Summe aus dem, was von außen kommt und was relativ passiert. Ja. Gut, und die Omega relativ haben wir auch irgendwo stehen, nämlich da haben wir es eh schon. Dieses Omega relativ wirkt ja laut Skizze in die 1-Richtung. Wir kennen seinen Betrag und wir wissen, das wirkt in der Skizze in die 1-Richtung, so wie halt der Mühlstein um die Achse 1 rotiert. Damit passt es und wir wissen ja, wohin es wirkt, nämlich minus 2 Omega plus 2 Vp durch L, wenn wir das in die Klammer setzen, E1. Damit ist das Ganze zusammengefasst Groß Omega halbe minus 2 Klammer Omega plus Vp durch L in die 1-Richtung alles und in die 3-Richtung bleibt uns plus Wurzel 3 halbe E3. Das ist unsere Winkelgeschwindigkeit für den Mühlstein. Ja, jetzt nähern wir uns schon dem Ende. Nämlich, jetzt ist noch die Frage nach den Kräften, reduzierte Kraft und das Moment. Und dazu, wie in der Einführung angekündigt, braucht man natürlich wieder den Schwerpunktsatz und den Drehimpulssatz und den Drehimpuls. Und ja, eigentlich kann man sagen, ist es bis hierher Vorgeplänkel, was Kreiseldynamik betrifft. Also Kreisel assoziiert man ja oft einfach mit Drehimpulssatz, aber der Drehimpulssatz ist eigentlich das wenigste in dem ganzen Problem. Und Sie können jetzt natürlich, das vielleicht auch noch, Sie können natürlich den allgemeinen Drehimpulssatz verwenden, mit dem, wie wir es öfter diskutieren, Masse, Abstand, Kreuz, Beschleunigungsterm, oder Sie trennen das auf in einen Schwerpunktsatzanteil, wo dann das Masse mal Beschleunigung, Abstand, Beschleunigung drinnen steht, und einen reinen Drehimpulsanteil, wo nur die Momente dann vorkommen. Das ist im Grunde ein bisschen Geschmackssache. Ich trenne es lieber auf, weil dann ist es handlicher, die resultierenden Größen. Fangen wir mit dem Schwerpunktsatz an. Da gibt es ja auch noch eine Tücke, nämlich der resultierende Kraftvektor ist natürlich die Masse des Mühlsteins, soweit so einfach, mal ein Beschleunigungsvektor für den Schwerpunkt des Mühlsteins. Wie groß ist jetzt die Beschleunigung, der Beschleunigungsvektor für den Schwerpunkt des Mühlsteins? Das ist die Frage. Das ist im Wesentlichen
das, was aus dem Groß-Omega, aus dem antreibenden Omega kommt, Führungsbeschleunigung mit dem Abstand zum Schwerpunkt. Dort steckt alles drinnen, was die Beschleunigung des Schwerpunkts für den Mühlstein ausmacht. Weil die haben wir ja nicht ausgerechnet offensichtlich. Warum steckt da alles drinnen? Ja, weil der Schwerpunkt auf der Rotationsachse von Omega relativ liegt und damit kein Normalabstand zu dem Schwerpunkt von Omega relativ aus gesehen vorhanden ist und damit gibt es da auch keinen Beitrag zur Beschleunigung. Deswegen reicht es vollkommen, das Groß-Omega zu verwenden. Also wir rechnen sozusagen die Führungsbeschleunigung, die durch das Groß-Omega zustande kommt, für den Schwerpunkt. Und da haben wir jetzt geometrisch gesehen ein zweites rechtwinkliges Dreieck drinnen, wo jetzt unsere Hypotenuse nicht mehr das L ist, sondern dieses L Cosinus 30 Grad da oben. Und ich habe das Ganze der Einfachheit halber einmal L Tilde genannt. Und das L Tilde ist Hypotenuse L Cosinus und dann noch einmal, nachdem es die Ankathete ist, der Cosinus, also L Cosinus Quadrat 30 Grad, beziehungsweise dann halt aus dem Wurzel 3 halbe wird dann 3/4. L 3/4. Das ist dieser Normalabstand von Groß Omega aus gesehen. Und damit ist die Führungsbeschleunigung für den Punkt, das AS, genau wieder dieser Anteil Omega Kreuz L Tilde. Omega ist wieder konstant, deswegen kein Omega-Punkt Kreuz L Tilde. Das wird wieder 0. Also, was haben wir für Omega? Omega steht nirgends mehr, habe ich wieder weggetan. Also wir hatten Omega halbe E1 plus Wurzel 3 halbe Omega E3. Kreuzprodukt. Und das Omega Kreuz L Tilde kann man gleich fertig ausrechnen. Das ist das gleiche wie oben. Das da ist die gleiche Überlegung, nur dass wir jetzt nicht da L haben, sondern halt unser L Tilde. Omega L Tilde in 2 Richtungen. Und das L Tilde ist L 3/4. Ja, das ist es. Wieder mit der Überlegung, dass wir in der 1-3-Ebene liegen und damit eine 2-Richtung rauskommt. Ohne dass wir alles projizieren müssen. Und da kommt dann zusammengefasst 3/8 Omega Quadrat L in die 3-Richtung minus 3 mal Wurzel 3/8 Omega Quadrat L in die 1-Richtung raus. Ja. Und die Kräfte hier, die kennen wir ja nicht, die wollen wir ja ausrechnen. Das heißt, im Grunde, was gilt, ist, unser FR bleibt FR in 1, 2, 3 Richtung und wir haben einfach nur M mal diesen ganzen Ausdruck da und können dann in die 1 und 3 Richtung die Kräfte extrahieren und in die 2 Richtung gibt es keine Kraft, wie man sieht. Und deswegen trenne ich das gleich so auf, dass wir wieder 1, 2 und 3 Richtungen anschauen und die 1 Richtung wird dann offensichtlich FR1 minus M 3 mal Wurzel 3/8 Omega Quadrat L. Die 2 Richtung wird 0. FR2 ist 0. Und die 3 Richtung
wird plus m 3/8 Omega Quadrat L Das sind unsere resultierenden Kräfte. Erster Streich. Das sind aber natürlich noch nicht alle resultierenden Größen, wie wir gesagt haben, sondern wir haben ja auch noch Momente. So, und damit wir das ausrechnen müssen, müssen wir uns einmal überlegen, ausrechnen können, müssen wir uns einmal überlegen, was ist eigentlich der Drehimpuls von dem System. L-Vektor. Wie groß ist der? Ja, sinnvollerweise rechnen wir das Ganze jetzt mit der Winkelgeschwindigkeit des Mühlsteins. Klar. Also Skalarprodukt aus dem Trägheitstensor. Den Trägheitstensor kennen wir, der hat die Einträge 1, 2, 3. Hauptachsensystem laut Angabe. Und das Omega 1 haben wir ausgerechnet. Das suchen wir uns da oben. Was hierher? Das heißt, wir haben, ja, Trägheitstensor ist I1 und I2 ist gleich I3. I2 brauchen wir eh nicht, kommt eh nicht vor. Im Omega 1 Vektor gibt es kein E2, deswegen gibt es auch kein I2 beim Skalarprodukt. Also passt es schon. Dann nehmen wir also das I3. Aber zuerst einmal I1, Omega halbe, von unten hier einfach abgeschrieben. Minus 2 Omega plus Vp durch L. Das ist unsere 1-Richtung. Und die 3-Richtung ist I3. Wurzel 3 halbe Omega. Ja, und sonst nichts. Wurzel 3 halbe Omega in 3 Richtungen. Okay, Drehimpuls. Und der Drehimpulssatz ist einfach die totale zeitliche Ableitung von dem Drehimpulsvektor. Und das entspricht ja den Momenten. Und die wollen wir wissen. Was ist die totale zeitliche Ableitung? Das ist wieder die partielle zeitliche Ableitung und unser Term, der die Koordinatensystemänderung abbildet, Omega Kreuz L. Der da wird wieder 0, weil alles konstant ist. Groß Omega ist konstant, Vb ist konstant, I ist konstant, L, die Geometrie sowieso. Also bleibt uns wieder, wie meistens, nur der Omega Kreuz L-Term. Und das Kreuzprodukt, das muss man halt durchführen. Das Omega schreiben wir noch einmal von oben ab. Das kennen wir jetzt schon fast auswendig. Groß Omega halbe E1, umgelegt auf die 1 und 3 Achse. Und Wurzel 3 Omega halbe E3. Kreuzprodukt mit dem L da oben. Nämlich, machen wir es dann so, I1 minus 3 halbe Omega minus 2 Vp durch L in 1 Richtung und plus I3 Wurzel 3 halbe Omega in 3 Richtung. So, hier bleiben, wenn man schnell hinschaut, nur 2 Komponenten über, nämlich 1 mit 3 und 3 mit 1.
1 mit 1 und 3 mit 3 verschwindet ja. Also beides wiederum Komponenten in zwei Richtung. Und das ist ja genau das, was wir aus den Kräften oben nicht bekommen haben, wenn wir noch einmal raufschauen. Wir haben Kräfte in 1 und 3 Richtung und wir haben dann am Ende ein Moment in die 2 Richtung. Also wird unser Momentenvektor dann, wenn wir das Kreuzprodukt ausführen, 1 mit 3 ist minus 2, also minus I3, machen wir gleich ein Viertel draus vielleicht, Wurzel 3 Viertel Omega Quadrat in 2 Richtungen und 3 mit 1, schauen wir nochmal, ob das stimmt, was ich Ihnen sage. 3 mit 1 ist plus, ja. 1, 2, 3, also muss 1 mit 3 minus sein, passt. Aber da ist das Minus aus dem Minus hier, das oder Minus, das oder Minus. Und dann ist das Ganze wieder minus I1, Wurzel 3 halbe Omega, 3 halbe Omega plus 2 Vp durch L E2. Und dann wieder Koeffizientenvergleich, damit wir das schön hier stehen haben. 1 Komponente des Moments ist 0. 3 Komponente des Moments ist 0. Und die 2 Komponente ist genau das, was wir oben gerade hingeschrieben haben, nämlich minus I3, Wurzel 3 Viertel Omega Quadrat, minus I1, Wurzel 3 halbe Omega. Ja, muss man nicht reinziehen, kann man reinziehen, wenn man möchte. 3 halbe Omega plus 2 Vp durch L. Genau. Damit haben wir einerseits die Kräfte und andererseits das Moment. Also die Vektoren beider resultierenden im Koordinatensystem.